Ich wollte noch mal daran erinnern an 2021, November, gleicher Monat. Da haben wir Mera 25 Deutschland hier in Berlin im Kino International gegründet. Ziel Nummer 1, das wichtigste Ziel für uns damals, die Schuldenbremse abschaffen. Die Schuldenbremse, das Instrument, was die Regierung in Deutschland in die Verfassung geschrieben hat und was jetzt unter anderem dazu geführt hat, dass die Regierung zerbrochen ist, weil sie eben sich nicht einigen konnten auf einen neuen Haushalt. Und was auch dazu führt, dass Austeritätspolitik, Sparpolitik in Deutschland zurück ist und seit dieses Instrument in die Verfassung geschrieben wurde, eben auch dazu beiträgt, dass solche Sparorgien wie vom Berliner Senat hier vor kurzem in euren Bundesländern garantiert auch, aber eben in Deutschland insgesamt dazu führen, dass nicht nur die Außenpolitik, die natürlich gerade viele Menschen zu Mera 25 bringt, aber auch eben die Finanzpolitik ziemlich desaströs ist. Und das ist etwas, was wir auch 2021 schon ganz oben stehen hatten und was wir nicht vergessen sollten, weil es leider viel zu wenig in Deutschland diskutiert wird. Das ist, glaube ich, etwas, wenn ich mit neuen Mitgliedern, die ja so zahlreich sind mittlerweile bei uns, dass ich überhaupt nicht mehr den Überblick habe, wer überhaupt täglich. Es gibt keinen Tag mehr, wo niemand Mera 25 beitritt. Oft sind es viele neue Mitglieder pro Tag, die wir dann bearbeiten, wo wir manchmal auch, ehrlich gesagt, überfordert sind. Also wenn mal was nicht so läuft, jetzt auch für den Wahlkampf, den wir irgendwie wuppen müssen, obwohl wir keine Zeit haben, uns vorzubereiten. Seht es uns nach, versucht uns zu helfen, aber wir sind manchmal, ehrlich gesagt, auch über unseren eigenen sozusagen Erfolg mit den vielen neuen Mitgliedern an unserer Grenze, das überhaupt zu bewältigen, viele Entscheidungen zu treffen und euch alle gut aufzunehmen. Hier in dem Oyun, dieser Ort steht auch nochmal symbolisch dafür, wie die Regierenden, die Herrschenden in Deutschland Meinungsfreiheit unterdrücken, wie sie dieses Kulturzentrum hier die Finanzierung entzogen haben, illegal von heute auf morgen, weil hier war für mich auch ein besonderer Ort. Hier war ich nach dem 7. Oktober letzten Jahres und war auf der einzigen Veranstaltung in dieser Zeit, die mir sehr viel Hoffnung gegeben hat, nämlich von der jüdischen Stimme für gerechten Frieden in Nahost. Die hat ihr Jubiläum gefeiert und das war eine Veranstaltung, wo JüdInnen, PalästinenserInnen, AraberInnen, Israelis auf einer Bühne standen und gemeinsam ein Event organisiert haben. Und unter anderem wegen diesem Event hat der Berliner Senat diesem Ort hier die Finanzierung entzogen. Und das ist einfach, glaube ich, etwas, was uns wahrscheinlich alle verbindet, dass wir öfter mal fassungslos dass ihr, wenn ihr nicht aus Berlin kommt, fassungslos hier nach Berlin guckt, auf das, was in der Regierung, was im Bundestag so geredet und entschieden wird und auf die Repression und die Einschränkung der Meinungsfreiheit und dieses ganze, Klima der Angst in Deutschland angeht. Was natürlich damit zusammenhängt, dass unsere Bundesregierung leider mit ihren Waffenlieferungen und auch sonst rhetorisch und mit diesen Einschränkungen der Meinungsfreiheit einen Genozid unterstützt. Das ist etwas, was wir klar sagen und wo wir uns dagegen versuchen zu wehren, aber es wird uns natürlich nicht einfach gemacht. Mera 25 gibt es auch in Griechenland, Italien, Schweden, auch in anderen Ländern diskutieren die DiEM25 Mitglieder, ob sie eine Mera 25 Partei gründen wollen. Der eine Punkt ist, dass wir eine linke Partei sind und dass wir uns, auch wenn wir natürlich im Moment viel zum Thema Palästina, Freiheit für Palästina, zur deutschen Außenpolitik arbeiten, auch die Verhältnisse hier in Deutschland ändern wollen. Wir werden versuchen, zur Bundestagswahl anzutreten und wir werden alles daran setzen, sowohl auf dem legalen Wege die Bedingungen anzugreifen, die sehr unfair sind, weil wie soll man in wenigen Wochen als kleinere Partei über 20.000 Unterschriften sammeln, um dann auf dem Wahlzettel in ganz Deutschland zu stehen. Das werden wir auf dem legalen Wege, aber natürlich auch, indem wir laut sind und indem wir über diese Verhältnisse reden, versuchen. Und es kommt einem manchmal entgegen, dass einem wird gesagt, ihr bekommt ja sowieso keine 5%. Warum sollte ich euch denn unterstützen? Und ich glaube, was die Leute vergessen, ist, dass Politik eben nicht nur bei Wahlen gemacht wird und dass Politik eben auch nicht nur im Parlament gemacht wird. Natürlich ist aber unser Ziel trotzdem, und wir gehen das Ganze mit dem Ziel an, in den Bundestag einzuziehen, nächstes Jahr,
und das zu versuchen und dort eben das zu machen, was so sehr gefehlt hat in den letzten Monaten vor allen Dingen, denn es gibt dort nicht einen einzigen Parlamentarier, der mal so eine schöne Q4 angezogen hat, auf die Bühne gegangen ist und eine feurige Rede gehalten hat über die Ungerechtigkeit und die Unterstützung der deutschen Bundesregierung für den Genozid in Gaza. Also das ist ja eigentlich unglaublich. Das gibt es in allen anderen Ländern, in Deutschland nicht. Und das ist ein großes Versagen und da wollen wir eben Druck machen, dass das sich ändert. Wir sind eine Partei, eine Organisation mit bestimmten politischen Zielen. Wir werden hier viele Freunde finden, aber vielleicht nicht jeden. Und wir müssen trotzdem mit allen gut zusammenarbeiten und einen guten, respektvollen Umgang finden. Und dafür können wir heute den Anfang machen zusammen. Mittlerweile, ich glaube, 8 Landesverbände, die wir haben. Im Sommer waren es noch 2. Bis Weihnachten schaffen wir es mindestens bis auf 11. Letztes Wochenende haben wir in NRW unseren Landesverband gegründet und ich spreche zu euch heute dann jetzt als frisch gebackene Co-Vorsitzende vom NRW. In NRW sucht es gerade wie in einem Bienenkorb, wie Johannes gerade schon erwähnt hat. Da kommen tagtäglich neue Mitglieder hinzu und da gilt es, die vielen neuen Menschen, die auch ein Zeichen dafür sind, dass das kollektive Awareness wächst und immer mehr Menschen verstehen, dass sie nicht darauf warten dürfen, dass sich die Politik eines Tages einfach so entscheidet, moralisch und ethisch zu handeln. Da gilt es, diese in einen Aktionismus direkt einzubinden. Wir sind gerade vereint dabei, diese Unterschriften zu sammeln und es stellt uns natürlich für eine wirklich große Herausforderung, auch für den Landesverband. Wir hatten jetzt gar keine Zeit, uns zu formieren und uns über unsere Ziele einig zu werden. Wir springen direkt ins kalte Wasser. Wir sind natürlich auch dran, das jetzt ein bisschen zu diversifizieren und wir möchten unseren Vorstand so ausbauen, so einrichten, dass sich jeder um ein bestimmtes Thema kümmert und wir natürlich auch unsere politischen Ziele stärker ausarbeiten und den Mitgliedern näher bringen können. Was wir auch festgestellt haben in der Vergangenheit, dass viele unserer Mitglieder auf Dauer oft diesen herausfordernden politischen Einsatz einer gerade palästinensolidarischen Partei auf Dauer nicht leisten können und das Privatleben eher sie einholt und sie dann doch wieder auf lange Sicht dann wieder inaktiver werden. Demokratie ist harte Arbeit und ein Diamant, den wir stetig schleifen müssen. Und die Mitglieder in NRW verstehen das. Und unser Landesverband ist fest entschlossen, die aktive Partizipation dann halt auch lange Sicht halt zu gewährleisten. Und da ist unser Ziel natürlich nicht nur die Bundestagswahl. In NRW stehen dann halt am September, oder? Ja, auf jeden Fall nächstes Jahr September, Oktober rum stehen die Kommunalwahlen an. Und da haben wir in einigen Städten in NRW, wenn wir unseren Zuspruch so halten können, wie wir das bei der Europawahl bekommen hatten oder vielleicht sogar ausbauen können, haben wir tatsächlich die Möglichkeit, auch Leute in die Stadträte reinzubringen. Und wir sehen das jetzt so als Testphase bei der Bundestagswahl. Wir werden super viel lernen und können hoffentlich dieses Learning dann auch einbringen, dann bei der Kommunalwahl und haben dann vielleicht in Köln oder Essen dann nächstes Jahr 1 bis 2 Leute in den Stadträten sitzen, die dann auch dann vielleicht mal den einen oder anderen Antrag schreiben können oder in ihrer Q4 eine feurige Rede halten. Am ersten Bundesparteitag, das war am 10. Dezember 2022, da waren wir in Bremen mit ungefähr 2 Dutzend Leuten. Und letztes Jahr, Ende November 2023, da waren wir dann schon 50 Leute plus zusätzliche 25 Mitglieder. Und wenn ich jetzt in die Runde schaue, stelle ich fest, die Zahl hat sich wieder verdoppelt. Danke. Lässt natürlich hoffen auf nächstes Jahr. Man wächst und mit dem Wachsen kommen natürlich neue Herausforderungen dazu. Und manche Sachen, die man bis jetzt vielleicht auch so gemacht hat, vielleicht auch über die Jahre hinweg der Durststrecke, auch Pandemie genannt, dass man halt vielleicht manche Sachen jetzt trotzdem nochmal überdenken muss. Eine Sache noch. Wir haben natürlich einige neue Mitglieder bekommen und da sind auch einige Talente mit dabei. Und genau um das geht es mir, dass man halt wirklich herausfindet, wer kann was, woran ist
diese Person, dieses neue Mitglied besonders gut und dass wir deshalb diese Talente für uns nutzen, damit wir tatsächlich dann schaffen, in der nächsten Zeit, in der unmittelbaren Zeit, die Welt auf den Kopf zu stellen. Als wir letztes Jahr hier waren, oder auch in Düsseldorf, da habe ich, glaube ich, nicht mal die Hälfte der Gesichter, die ich jetzt sehe, gesehen. Und auch heute freue ich mich, dass ich reinkam und erstmal gar keine Ahnung hatte, wer um mich herum überhaupt alles ist. Die ganzen Landesverbände, die wir jetzt in den letzten Monaten gegründet hatten, die gab es damals noch gar nicht. Und dieser ganze Zuwachs und dieser Zuspruch, den wir genießen können jetzt, der kam in den letzten Monaten von Menschen wie euch, von Menschen wie mich und auch von Menschen, die wir noch zu erreichen haben. Keiner von uns hat so wirklich die Erfahrung, oder die wenigsten haben wirklich eine Erfahrung mit politischen Bewegungen und vor allem politischer Verantwortung. Aber ich glaube, das ist auch wirklich nichts Schlechtes. Denn was wir brauchen, ist nicht die Erfahrung, sondern einfach das Herz an der richtigen Stelle und die Motivation und die Zeit, die uns leider auch irgendwo schon ein bisschen fehlt, die Sachen anzugreifen und zu sagen, hey, uns gefällt nicht, was gerade passiert und wir möchten das angreifen. Seit unserer Gründung letzten Monat in Baden-Württemberg sprießen die Ortsverbände und die Ortsgruppen einfach wie aus dem Boden wirklich. Wir haben 30% neue Mitglieder geschaffen, wir haben 5 neue Ortsgruppen in der Gründung und oder schon gegründet und wir waren alle motiviert und als wir wussten, okay, wir treten zur Bundestagswahl an, waren wir alle entschlossen und wussten, okay, das packen wir. Wir haben ein Ziel, wir haben Leute hinter uns, wir haben das Feuer sozusagen und wir waren alle motiviert. Als dann die Nachricht kam, die Wahlen werden vorgezogen, haben wir das alle natürlich erstmal als Herausforderung angenommen, aber es hat uns in unserer Entschlossenheit noch viel eher verstärkt, weil erst durch diese Hindernisse, die uns zusätzlich noch in den Weg geworfen werden, schaffen wir es zu zeigen, wir haben die Motivation, wir haben die richtigen Leute und es sind vielleicht nicht die Leute, die seit 10 Jahren in irgendwelchen Gremien sitzen, es sind nicht vielleicht die Leute, die das und das studiert haben, aber es sind die Leute, die es für die Zukunft braucht. Und ich glaube, da fahren wir auf dem richtigen Weg.